Ja, das hat angefangen mit dem Skateboard irgendwie in ganz jungen Jahren. Und dann vom Skateboard fahren nach 6 Jahren dann halt zum Mountainbike, war höher, schneller, weiter. Und dann zum BMX. Den Spot 55 Trails gibt es seit 98, 99 schon, den damals Viktor Strasser, Alf und noch ein Dritter erbaut hatten. Und dann kam der Timo Pritze auch mit zu und war schon sehr legendär. Wir haben jetzt seit 2007 sind wir halt der fest eingetragene 55 Trails Verein, auch den Urnamen wieder mit angenommen, weil der Verein früher hieß Los Amigos e.V. Wir wollten den Urnamen von den Trails halt wieder zurückholen, auch in Ehren an die Leute, die das damals verbracht haben. Weil war ja schon ein Top-Werk, was damals stand. Und legendär, viele Leute kennen halt den Spot auch weit aus über Deutschland. BMX-Fahren ist für mich, wie immer alle sagen, du und dein Hobby. Es ist kein Hobby, für mich ist es eine Lebenseinstellung geworden, genauso wie Skateboardfahren oder so. Diese Extremsportszene, das ist kein Hobby, das ist eine Familie, ein Gefühl. Und ohne BMX-Fahren geht auch nicht. Die ganzen Kumpels, wenn ich überlege, welche Freundschaften sich durchs BMX-Fahren gegründet haben oder gebildet haben, die man hier mal kennengelernt hat, bei einmal zusammenfahren, zweimal zusammenfahren, sind heute meine besten Freunde so. Über Jahre hat sich das auch entwickelt. Diese Freiheit, einfach mal auch so. Scheiß auf alles, das ist ja auch teils irgendwo ein bisschen so BMX-Fahren. Die Leute sind halt entspannt, keiner heult wegen jeder Kleinigkeit rum. Viel zu langsam angedreht. Die Community, alle drumherum, macht das aus auf jeden Fall. Jedes Jahr waren die Hügel nach dem Winter kaputt. Dann angefangen, die halt wieder fit zu machen und immer ein bisschen höher, ein bisschen steiler. Und die Sprünge waren eigentlich immer, du warst viel zu schnell, die Sprünge waren zu klein. Wir haben dann schon vor 2 Jahren die Soft Ice 2 Sprünge ein Stück auseinandergezogen, jeweils 1 Meter, glaube ich. So, du warst immer noch viel zu schnell und es war halt immer sehr ärgerlich. Im Frühjahr sahen die Hügel so schön aus, du hast alles gemacht, die Seiten geklopft, alles schön gestriegelt und war halt auch dieser scheiß schwarze Sand. Der hat halt genau 1 Monat gehalten oder so. Dann immer weitergefahren, schon ein bisschen Lehm drauf gemacht, aber das hat halt nie wirklich krass was gebracht. Und da ich dann immer mehr beim Bauen Jahr für Jahr mehr Auge bekommen habe für irgendwas und das halt auch schöner machen wollte, war das mit dem schwarzen Sand auch nicht mehr möglich. Und dann haben wir halt die Hügel pyramidförmig runtergegraben und dann halt Lehm rangekarrt und alles mit Lehm wieder komplett aufgefüllt, dass die Hügel jetzt aus Beton, so alles halt steinhart, dass es jetzt was für die Dauer ist. Deswegen auch neue Planen gekauft, gut Geld investiert dafür. Der Lehm darf nicht zu nass sein, er darf nicht zu trocken sein. Da steckt schon ein bisschen Gefühl, eine Menge Gefühl sogar, Leidenschaft und ein bisschen Wissen auch hinter. Also ich reibe mir das auch nur irgendwie selber zusammen, aber ich liege da mal mit ganz richtig anscheinend. Das sind ja im Endeffekt Skulpturen. Halt eine Linie, ein Fluss, ein Bild, eine Proportion, eine Geschichte, eine Vision. Klar ist die Trade-Szene international, also das ist das Schönste an der Trade-Szene. Der Roadtrip, wir haben letztes Jahr den Roadtrip gemacht und du kommst überall im Spot an, du kommst irgendwo an, grüßt die Leute, sagst Taschen, fährst mit den Jungs eine Runde Rad, ganz entspannt, vorher vielleicht Sprünge ausbessern, nass machen, halt alles fit machen. Dann fährst du eine Session zusammen, abends sitzt du dann da, unterhältst dich so weit wie du kannst mit den Sprachen und trinkst zusammen Bierchen und das ist schön. Das ist halt eine riesen Familie eigentlich eher, die Trail-Szene. Wenn ich zum Beispiel einen stressigen Arbeitstag habe, fahre danach zum Spot raus, komm da an, du hast deine Ruhe, die Vögel zwitschern, es ist grün, du hast schon mal keine vielen Autos und alles. Ja, für mich ist es auch ein absoluter Ausgleich, so dieser Platz ist ein Ruheplatz im Endeffekt, wo ja, man halt den ganzen Stress beiseite legt und dann ist gut. Und wenn du dann deine Hügel fährst, dann schießt der rüber und es läuft und das ist genauso wie in deinem selbstgebauten Haus zu wohnen oder so, Sachen selber gemacht zu haben, auf die man dann Spaß hat und alle anderen Spaß haben. Das Fliegen, dieses Freiheitsgefühl, einfach lange in der Luft zu sein. Du bist halt da einfach für dich oben alleine, so, das ist dein Moment. Fährt keiner neben dir oder vielleicht schon, aber trotzdem diese Wahrnehmung ist für dich einfach nur.